Bisher waren Falträder mit Bosch-Motor eher, nun ja, E-Bikes zum gelegentlichen Klappen, galten aber nicht als besonders schlank oder leicht zu handeln. Bis jetzt. Moin, ich bin Tillmann von der Radelbande und das hier ist das neue Velo... falsch rum. Das hier ist das brandneue Velovia Plus Urban. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wo denn der Bosch-Motor hin ist, was dieses Fahrrad alles kann und ob ihr es den üblichen Verdächtigen im E-Faltradbereich vorziehen solltet, dann ist dieses Video für euch. Velo hat mir bzw. uns dieses Bike hier ausgeliehen und sie unterstützen die Produktion des Videos finanziell. Sie haben allerdings nicht gesagt, was wir irgendwie wie sagen sollen. Alle Gedanken und Äußerungen sind meine bzw. unsere eigenen. Wir sind komplett herstellerneutral. Velo ist ein Wiener Hersteller leichter und schöner Falträder. 2022 konnte ich schon das Velo Alfine testen, auf der Suche nach meinem persönlichen perfekten Faltrad, und 2025 haben wir deren Longtail, das SUB, getestet, was uns sehr gut gefallen hat. Das Video verlinke ich jetzt mal hier oben. Velo hat maßgeblich dazu beigetragen, das Segment der kleinen Falträder zu elektrifizieren, und so haben sie auch das CEHUS-System in ihren Falträdern schon seit vielen Jahren verbaut. Dieses CEHUS-System hat allerdings gerade am Berg ein paar Nachteile, und deswegen gibt es das Velo Faltrad nun mit einem neuen Motor. Und wo sie den neuen Motor haben, haben sie sich gedacht, geben wir dem Kind auch gleich einen neuen Namen. Und so haben wir jetzt das Velovia Plus. In diesem Falle Urban. Die Basis bildet dieser schön verarbeitete Stahlrahmen. Steel is real, besonders wenn, wie hier, konifizierte Rohre von dem italienischen Traditionshersteller Columbus eingesetzt werden. Besonders bei der Konstruktion des Velo-Faltrads ist, dass der Rahmen an sich, der Hauptrahmen hier, der jetzt im Bild ist, ohne Scharnier auskommt. Das macht ihn stabil. Mit 125 Kilogramm maximalem Gesamtgewicht ist es zwar im üblichen Bereich, aber anders als bei praktisch allen anderen Falträdern wurde dieses Gewicht unter Mountainbike-Kriterien getestet. Das heißt, dieses Bike verzeiht auch Ausflüge in leichtes Gelände. Ich würde jedoch dennoch gerne ein höheres Gesamtgewicht sehen, wenn es denn schon so stabil ist. Als Faltrad hat es natürlich eine große Bandbreite an Körpergrößen, und wenn ihr über 1,90 Meter seid, würde ich die verlängerten Komponenten empfehlen, wie hier zu sehen und hier. Was ihr allerdings auch beachten müsst, durch die Konstruktion, wenn ihr ziemlich klein seid, braucht ihr definitiv eine kürzere Sattelstütze. Ansonsten finden insgesamt, je nach Sattelstützenkonfiguration und Vorbaukonfiguration, Menschen zwischen 1,50 Meter und 2 Metern hier drauf Platz. Scharniere hat das Velovia aber natürlich trotzdem. Es ist ja immer ein Faltrad, und auf die gehen wir gleich nochmal beim Faltmechanismus ein. Ein Scharnier möchte ich aber jetzt schon mal betrachten, weil es maßgeblich Auswirkungen auf die Ausstattung hat. Und zwar sitzt das Tretlager jetzt ebenfalls hier hinten in der Schwinge, die nach vorne geklappt wird. Das heißt, was immer gleich bleibt, ist der Abstand zwischen der Kurbel und dem Hinterrad. Hier kommt nun auch ein verbessertes Ausfallende zum Einsatz, wo das Hinterrad dann so auf einem Schlitten sitzt, was die Wartung insgesamt nochmal deutlich erleichtert. Und in diesem Falle kommt das Rad jetzt auch mit einer brandneuen Schaltung, und zwar dem Getriebe von Universal Transmissions. Das hier sitzt auf dem Freilauf quasi und ist ein Zweiganggetriebe mit einer Gesamtbandbreite von 140%. Wie dieses sehr, sehr spannende Getriebe funktioniert, das sehen wir nachher mal im Fahreindruck. Warum keine Nabenschaltung? Nun, da sitzt jetzt der Motor. Genau, ihr seht richtig, Bosch bringt zum allerersten Mal einen Nabenmotor auf den Markt, und der ist ziemlich klein, ziemlich leicht, und wie er sich fährt, das sehen wir natürlich nachher noch. Aber dieser Motor hat mich wirklich überrascht, und er wird eventuell euch auch überraschen. Erstmal zu den reinen Daten. 45 Newtonmeter Drehmoment hat dieser Motor und eine maximale Unterstützungsleistung von 400 Watt, was für so einen kleinen Nabenmotor wirklich jede Menge ist und das Velo auch ziemlich bergtauglich machen sollte.
Was mich überrascht hat, ist, dass Bosch bei diesem System zumindest zum Start auf einen Drehmomentsensor verzichtet, sondern hier vorne befindet sich ein Kadenzsensor, hier ist noch ein Neigungssensor bei dem Fahrrad verbaut und diese Sensoren im Zusammenspiel sollen dazu führen, dass der Drehmomentsensor obsolet wird. Das finde ich eine sehr, sehr interessante Entscheidung und ich bin mal gespannt, ob dieser Motor dem hohen Anspruch gerecht wird, der die Leute mit dem Namen Bosch verbinden. Aber das sehen wir nachher mal am Fahreindruck und nachdem ich das Fahrrad ein paar Tage gefahren bin. Auf jeden Fall hat das natürlich den Vorteil, nichtsdestotrotz, dass wir hier das gesamte Bosch-Ökosystem haben. Das heißt, wir haben die Flow-App, wir haben hier oben ein Bosch-Bedienteil. Es ist die Kombination mit ganz, ganz vielen verschiedenen Displays etc. möglich. Und auch mit verschiedenen Akkus. Und Velo stattet das VIA Plus jetzt standardmäßig mit einem 250 Wattstunden PowerMore Akku aus. Und es lässt sich auch noch eine zweite Halterung hier am Rahmen montieren, sodass ihr auf eine Gesamtkapazität von 500 Wattstunden kommt, die ihr dann hier am Rad mitführen könnt. Ihr müsst allerdings den Akku immer mitnehmen, wenn ihr das Rad draußen parkt, denn dieser Akku, der lässt sich nicht am Fahrrad absperren. Dafür ist er schön klein und leicht und passt auch in jede Tasche, lässt sich dann einfach verbinden und auch laden, auch mit einem großen Bosch-Ladegerät. Die Bedieneinheit am Lenker ist ebenfalls neu und wiederum die schlankste im Bosch-Line-Up. Und dann ist hier auf der Rückseite sinnvollerweise noch eine USB-C-Ladebuchse verbaut, dass, wenn ihr euer Smartphone hier dran verwendet, es auch gleichzeitig laden könnt. Das Bosch-Moto-System erlaubt dann auch den Einsatz fester Beleuchtung und hier setzt Velo dann auf Supernova, die sich schön klein hier einfügen. Und gerade die Rückleuchte ist hier sehr schön integriert, könnte aber bisweilen blockiert werden. Sprechen wir mal über die Gepäckträger. Der hintere ist ziemlich cool, denn der kann bis zu 20 Kilogramm laden, ist also ein richtig echter Gepäckträger. Und zum Beweis hat er auch eine MIG-Schnittstelle, um Körbe oder anderes Zubehör hier oben drauf zu befestigen. Dann ist er ebenfalls lang genug für Packtaschen. Und das Tolle ist auch, dadurch, dass er rahmenmontiert ist er ebenfalls gefedert. Den würde ich aber trotzdem nicht allen empfehlen. Warum, sage ich gleich. Was ich aber allen empfehlen würde, ist dieser Gepäckträgerblock hier vorne. Der darf mit 10 Kilogramm belastet werden und fasst eine wahnsinnig große Auswahl verschiedenen Zubehörs. Wie zum Beispiel dieser Gepäckträger hier, den man dann einfach reinklicken kann und der dann nochmal mit einer zusätzlichen MIG-Schnittstelle kommt. Das ist etwas, was ich definitiv empfehle, weil es auch den Faltvorgang in keiner Weise beeinflusst. Gucken wir uns den mal an. Ich hätte es ja schon gesagt, der Hauptrahmen kommt ohne Scharnier aus, aber dafür hat die Gabel hier vorne ein Scharnier. Das müssen wir einmal lösen. Hier ist so ein Sicherungssplint, der dann so lustig in der Gegend rumbamselt und dann können wir einmal diesen Sicherungsbolzen lösen. Erstmal Ständer einklappen. Mit dem Gepäckträger unter dem Fuß können wir dann hinten das Heck einmal lösen, den Magneten, der hier hinten für die Verbindung sorgt. Und dann ist es im Grunde ein Schwung, um das Heck nach vorne zu bringen, die Front nach hinten, gucken, dass die Magnete einrasten und dann kann man das so ein bisschen. Das bedarf allerdings etwas Übung. Echte Profis kriegen das in einem Schwung hin. Der nächste Schritt ist dann, die Sattelstütze zu lösen. Hier bei dem Rad mit dem Gepäckträger muss sie ganz rausgezogen werden, festgezogen werden, Gepäckträger umklappen, wieder öffnen, Sattelstütze rein, dann wieder schließen, den Lenker öffnen, einmal drehen, runterklappen, die beiden Lenkerenden lösen und dann ebenfalls runterklappen und dann können wir je nach Bedarf noch den Frontgepäckträger einmal abbauen. Pedal nicht vergessen, ne? Jetzt ist es auf ein Maß von 57 x 79 x 29 cm eingefaltet, was für ein Faltrad mit 20 Zoll Rädern und Scheibenbremsen richtig winzig ist. Und auch nicht stimmt, denn dieses Fahrrad misst nun 72 x 79 x 34 cm. Das liegt im Wesentlichen daran, dass ich hier größere Komponenten brauche. Dadurch, dass ich so groß bin, habe ich einen verlängerten Vorbau und eine längere Sattelstütze, die weiter herausragt. Wenn ich die kleineren normalen Komponenten verbaut hätte, für eine Körpergröße bis etwa 1,85 Meter, dann wäre das Rad hier halt
entsprechend nochmal eine ganze Ecke flacher. Mit offiziell angegebenen 16,3 Kilogramm ist es auch außergewöhnlich leicht. Allerdings müsst ihr dabei beachten, dass Velo das Gewicht ohne Pedale angibt. Jetzt hier mit dieser Ausstattung, also dem Frontblock, dem Gepäckträger, diesen verlängerten Komponenten, dem Ständer und den Pedalen, habe ich ein Gewicht von 19,3 Kilogramm gewogen, was in etwa en par ist mit Rädern wie dem Brompton G-Line Electric oder Ahuga E-Max. Und etwa 6 bis 8 Kilogramm leichter als andere Klappräder mit Bosch Mittelmotor. Und das ist halt wirklich ein deutlicher Unterschied. Ihr könnt es so jetzt auch ziemlich bequem anheben und durch die Gegend tragen, oder ihr zieht zum Beispiel die Sattelstütze raus und schiebt es dann so durch den Bahnhof. Ist aber nicht ganz so bequem. Und ihr müsst natürlich bei dem Antrieb auch darauf achten, dass er auf der Außenseite ist. Wenn ihr gerade das Modell mit Kettenschaltung habt, dann kann es schnell mal eine dreckige Hose geben. Und so elegant der Gepäckträger während der Nutzung ist, verkompliziert er den Faltvorgang doch erheblich. Also das ginge alles insgesamt viel schneller, wenn der nicht montiert wäre. Den würde ich also wirklich nur dann empfehlen, wenn ihr das Rad nicht allzu häufig ein- und ausfalten müsst oder wenn ihr regelmäßig mit ziemlich viel Gepäck unterwegs seid. Ansonsten ist, glaube ich, die Version nur mit dem Frontgepäckträger für die allermeisten Zwecke ausreichend. Zum ansonsten Ausfalten machen wir natürlich alles nochmal wieder rückwärts. Pedal ausfalten nicht vergessen. Lenkerenden reinstecken und festziehen. Und wenn die Handgriffe sitzen, dann ist das auch innerhalb weniger Sekunden erledigt. Dann zieht man es ein bisschen auseinander, faltet es einfach auf, drückt den Sicherungssplint wieder rein, klack, dreht es hier vorne fest, klack, setzen den Frontgepäckträger wieder dran, schalten das Fahrrad ein und dann drehen wir eine Runde auf dem Testparcours. Und das erste, was wir machen, ist der Beschleunigungstest von 0 auf 25. Dafür sind wir im Turbo-Modus und im kleineren der beiden Gänge. Und wir starten. Und 25 km/h. Und hier fallen ein paar Dinge auf. Erstmal, es ist super windig heute. Erstens, wir hören den Motor praktisch gar nicht. Das Einzige, was zu hören ist, ist so ein leichtes Klickern eventuell. Das könnte aber auch vom Antrieb kommen. Und der geht richtig gut los. Ja, zum Starten braucht der Motor so eine Viertel-Kurbelumdrehung, bis er registriert, okay, da kommt jetzt Input von der Person auf dem Sattel. Dann legt er aber auch echt ordentlich los. Und der Übergang von unterstützt auf nicht mehr unterstützt ist sehr sanft. Was auch dafür spricht, wie gut das Velo sich fährt. Dass es eben auch in der Lage ist, super zu fahren, ohne dass da ein Motor drin ist. Und ihr könnt so ein bisschen erkennen, wie die Unterstützungsleistung ist. Also der ist super abgestimmt, schleicht langsam aus. Was ich jetzt festgestellt habe, dass der Motor honoriert, wenn man mit höheren Trittfrequenzen unterwegs ist. Dann unterstützt er stärker, gerade im Automodus, der dann nochmal etwas variabler die Unterstützungsleistung anpasst. Gucken wir es jetzt mal, wie es am mächtigen Jerusalemsberg ist. Und er beschleunigt uns amtlich, auch im Automodus, auf 25 km/h. Wir gehen mal in den zweiten Gang. Und jetzt geht es so in den steileren Teil. 25, 24, 23. 200 Watt versuche ich zu treten, nicht mehr. 21,3 km/h bei einer ganz entspannten Trittfrequenz und nicht so viel Power auf dem Pedal. Und tatsächlich, der Neigesensor macht eine gute Arbeit, weil der registriert, wenn eben mehr Power erforderlich ist, weil es bergauf geht. Ist das jetzt besser als ein Drehmomentsensor? Weiß ich nicht. Aber das Velo ist davon ja unberührt. Das fährt sich einfach wirklich grandios. Wir haben einen sehr, sehr steifen Rahmen. Wenn ich jetzt hier mal so ein bisschen mich nach vorne und nach hinten bewege, dann ist in dem Rahmen an sich keinerlei Flex spürbar. Aber hier hinten, da funktioniert der Elastomer richtig gut, um am Hintern so ein bisschen Komfort zu geben. Sehr angenehm. Insgesamt Sitzposition ist deutlich nach vorne gebeugt, jetzt dank meiner Größe, hauptsächlich mit 1,96 m. Kleinere Menschen haben natürlich die Möglichkeit, deutlich aufrechter zu sitzen. Wenn man das Rad jetzt in die Kurve legt, dann ist es sehr willig und macht wirklich Spaß. Also man merkt tatsächlich nicht, dass es sich hier um ein Faltrad handelt. Und jetzt im kleineren Gang kommen wir auch mit der höheren Trittfrequenz hier super diese kleine Steigung hoch und dann wieder der zweite Gang. Lassen wir den Lenker mal los
Und da fängt er dann so ein bisschen an, sich aufzuschaukeln. Ist aber, also einhändig fahren, Richtung anzeigen ist kein Problem. Ja, gerade beim Anfahren reagiert das System nicht ganz so feinfühlig wie beim System mit Drehmomentsensor. Das überrascht mich tatsächlich ein bisschen. Ich bin natürlich von Bosch Mittelmotoren absolut verwöhnt, die das sehr gut machen. Aber gucken wir mal, wie es jetzt auf Gravel ist. Und dieses Rad soll ja auch gerade dafür super geeignet sein durch diese Tests, die Velo durchführt. Und tatsächlich hat der Lenker eine sehr, sehr angenehme Breite für solche Streckenabschnitte. Das Rad lenkt, wie gesagt, auch hier willig ein, hat genug Grip. Und durch diese Federung hinten werden Schläger auch nicht allzu stark durchgeschlagen. Die dicken Reifen tun ihr Übriges, die Schwalbe Motion Big Apple, also Radtouren etc. sollten kein Problem sein. Aber jetzt gucken wir mal, wie der Bosch Nabenmotor sich hier an der Steigung macht. Und wir sind im Turbo-Modus und legen mal los. Okay. Und da legt der Motor dann auch kräftig los. Ich will noch mal was Zweites probieren. Ja, das funktioniert auch richtig gut. Man kann die Schiebehilfe aktivieren, dann legt der Motor schon mal los, dann kann man anfangen zu treten. Das ist so ein bisschen so wie die Berganfahrhilfe bei den Bosch Mittelmotoren. Das funktioniert hier genauso. Was ich jetzt auch gemerkt habe, auch für solche Steigungen hat der Motor auch genug Kraft, gerade für so ein kleines Fahrrad natürlich. Wir reden immer im Kontext von dem Velo hier. Dafür ist er super geeignet. Wenn ihr natürlich öfter Berge fahrt oder wirklich es sehr steil ist bei euch in der Gegend, dann würde ich selbstverständlich die Kettenschaltung empfehlen. Aber diese hier ist auch für die meisten urbanen Umgebungen super geeignet. Heißt ja auch so, ne? Ist ja das Velo Via Plus Urban. Aber gucken wir jetzt mal, wie es sich auf Kopfsteinpflaster schlägt. Und hier ist es jetzt so, dass ich vielleicht die Reifen noch etwas zu stark aufgepumpt habe. Aber die Vibrationen sind jetzt nicht übermäßig. Die Federung hinten, die arbeitet wacker. Und was natürlich bei Falträdern immer mal wieder so ein bisschen der Fall ist, jetzt habe ich hier diese Kamera dran. Das, was da so an Klappergeräuschen kommt, das kommt weniger von dem Fahrrad als vielmehr von den Anbauteilen und den Befestigungen der Kameras. Insgesamt ist das ein sehr, sehr stabiles Konstrukt. Gerade wenn man so im Rollen ist und dann wieder Gas gibt, dann ist der Motor auch echt schnell da. Und der gibt einem auch keinen Schlag in den Rücken, dann auch nicht im Turbo-Modus, sondern reagiert dann auch feinfühlig. Ja, also auch Ghost-Pedaling ist möglich. Auch das kann ein Bosch-Motor nicht austricksen, aber man wird natürlich noch stärker belohnt, wenn man tatsächlich auch selber Druck aufs Pedal gibt. Gucken wir aber mal, wie es sich jetzt bremst. Beschleunigen auf 25 km/h und dann bremsen wir an der zweiten Linie und hier. Jo, die Bremsen haben eine richtig gute Leistung. Die Hebel sind angenehm, wenn auch vielleicht für den einen oder anderen etwas kurz. Also das sind Zweifingerhebel. Insgesamt komplett solide Bremsen. 160 mm Scheiben vorne und hinten sind für ein Faltrad schon ziemlich üppig. Und was ich auch sehr interessant finde, das Zweiganggetriebe. Im ersten Gang, wenn man so fährt und bei 25 km/h ist, dann haben wir eine Trittfrequenz von gut 95, 96 Umdrehungen pro Minute und dann im zweiten Gang von etwa 70. Das ist eine sehr angenehme Ratio und mit zwei Gängen verhaspelt man sich auch nicht allzu viel. Soweit mein Fahreindruck. Das Velo an sich ist während der Fahrt über jeden Zweifel erhaben, aber wie ich jetzt über das Zweiganggetriebe und insbesondere den Motor denke, nach ein paar Tagen im Alltag, das gucken wir jetzt. Natürlich geht es in diesem Video hauptsächlich um das Fahrrad an sich. Ich möchte aber noch ein bisschen Zeit auf diesen Antrieb verwenden. Denn der erste Hecknabenmotor von Bosch hat mich nachhaltig überrascht. Es ist ein sehr guter Motor für einen Motor ohne Drehmomentsensor. Er hat viel Kraft, ist offenbar auch wirklich bergtauglich, wie Velo das am Passo Giao getestet hat. Boah. Okay, im zweiten Gang an der Schräge angefahren. Der Neigesensor macht einen richtig guten Job. Und er fügt sich eben nahtlos in dieses Bosch-Ökosystem ein. Er wäre aber besser, wenn er einen Drehmomentsensor hätte, weil er hat einfach nicht dieses feinfühlige Ansprechverhalten, das ein Bosch-Mittelmotor hat. Ist es trotzdem ein passender Motor für ein solches Konzept wie dieses Fahrrad?
Ja, definitiv. Denn mit den verschiedenen Unterstützungsstufen kannst du selber entscheiden, ob er dir richtig so einen Punch in den Rücken geben soll, wenn du losfährst, oder ob er dich langsam und sanft unterstützen soll. Dieser Motor läuft auch sehr leichtgängig. Also man kann das ganze Fahrrad auch ohne Motorunterstützung fahren und den Motor nur zuschalten, wenn man ihn tatsächlich braucht, was ich insgesamt sehr angenehm finde und was dann natürlich auch die Reichweite nochmal maximiert. Das Zweiganggetriebe hat mir richtig gut gefallen. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass das für einige einfach zu wenig Bandbreite ist. Hier in einem urbanen Umfeld und ich glaube auch für die meisten Pendelnden zum Beispiel ist das eine sehr coole Sache, weil es einfach die Komplexität reduziert und ein komplett gekapseltes System mit Riemen ist. Richtig cool. Aber für alle, die eher auf Reisen damit unterwegs sind oder die auch stärkere Steigung haben, würde ich natürlich die Kettenschaltung empfehlen. Aber für wen ist das Fahrrad an sich jetzt am besten geeignet? Es gibt ja so verschiedene Nutzungsszenarien für diese Art Fahrräder und wenn ihr zum Beispiel mit öffentlichen Verkehrsmitteln pendelt, dann müsst ihr euch mit dem etwas hakeligen Faltmechanismus zurechtfinden und üben und auch mit dem Punkt, dass ihr es nicht einfach zum Beispiel über den Bahnhof schieben könnt, sondern es lieber getragen wird. Dafür hat es aber natürlich ein super kleines Faltmaß und fährt sich dem entgegengesetzt aber richtig groß. Und insofern würde ich das auch ganz besonders dann in Betracht ziehen, wenn ihr zum Beispiel wenig Platz in eurer Wohnung habt und das Rad auch nicht unbedingt draußen an der Straße abstellen wollt, aber eure Strecken, die ihr täglich fahrt, mit einem Fahrrad zurücklegen wollt, das eben zuverlässige Bremsen hat, das einen hohen Komfort und eine hohe Stabilität hat. Und da sehe ich auch gerade den Einsatz im Wohnmobil zum Beispiel, da das Faltmaß für so ein groß fahrendes Fahrrad mit so großen Rädern tatsächlich ziemlich klein ist und auch gerade das Basisgewicht sehr leicht ist und ihr es leicht irgendwo reinheben könnt. Aber wenn ihr zum Beispiel auch mit dem Fahrrad reisen wollt, dann nutzen wirklich einige das Velovia, weil es eben so viele Gepäckträgermöglichkeiten hat, auch diese Tasche hier zum Beispiel, um noch Dinge zu verstauen und ihr es halt trotzdem klein machen könnt für Transitetappen in öffentlichen Verkehrsmitteln oder im Auto oder so. Dafür ist es echt prädestiniert. Und die Plus-Variante wählt ihr dann, wenn ihr eben manchmal Unterstützung haben wollt, manchmal Unterstützung braucht, dann ist das ein wirklich tolles Fahrrad für euch. Aber jetzt ist die Frage, was haltet ihr von dem Velovia Plus? Ist das Faltrad eurer Träume? Habt ihr darauf gewartet? Und was haltet ihr von der Motorauslegung? Hat euch das genauso überrascht wie mich? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Wenn euch dieses Video gefällt, dann gebt einmal den Daumen nach oben und guckt dann dieses Video über das Velo Alfine, das ich vor 2 Jahren mal hatte. Und hier könnt ihr den Kanal abonnieren, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss, bis dann.